Wir spielen jetzt mal ein Spielchen und zählen mal, wie viele Aventadors hier stehen. Aventador Nummer. Noch ein Aventador. Aventador. So, liebe Leute, ich bin in Dubai und ihr wisst es ja, jedes Mal, wenn ich in Dubai bin, besuche ich irgendeinen Luxury Car Dealership. Ja, also ich war schon bei Exotic Cars, Room Number 3 und dieses Mal habe ich gesehen, es gibt einen neuen, er ist eigentlich neu, der hat sich nur vergrößert, riesengroß, 20 Meter Schild auf der Schicksal Road, VIP Motors und ich glaube, der ist mit Abstand der fetteste und brutalste Exotic Car Händler auf dem ganzen Planeten. Und ich zeige euch mal, was hier alles so steht. Ja, willkommen. Also, Bugatti Chiron am Start. Dann haben wir direkt einen Veyron daneben, weil ja, muss man schon zwei haben. Ne? Dann haben wir einen 918 Aventador SV. Guckt euch das an. 991 Turbo S, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Oh, McLaren 720S. Das Ding übrigens hier hat den 4 Liter VSB Turbo drin und ist von Haus aus schneller als dieses Kfz hier. Schneller als ein Bugatti Veyron. Ja? Nur damit ihr das schon mal wisst. Also die Farbe ist schon mal absolut brutal. Und damit ihr mal seht, was hier auch so los ist. Ich zeige es euch mal ein bisschen. Ja. So. Also McLaren 720S bin ich ja schon auch mitgefahren. Ich muss sagen, die Autos sind wirklich der absolute Hammer. Weiter geht's. Dann natürlich GT3 RS in Miami Blue. Dann ein Frankfurter Würstchen da hinten noch. Dann, das ist der Sebastian von Chemtech hier, der ist nämlich auch zu Besuch in Dubai. Dann natürlich ein GT2 RS. Was gibt es hier noch? SLR McLaren 722 Roadster. Ja, ganz schönes Teil. Dann natürlich noch ein Aventador. Wir machen das mal so, wir machen ein Spielchen. Pass auf. Wir spielen jetzt mal ein Spielchen und zählen mal, wie viele Aventadors hier stehen. Okay? Also wir zählen mit. Da vorne war schon der erste. Moment, wir gehen mal kurz zurück. Ja? Also, und dann zählt ihr einfach mal, wie viele Aventadors hier stehen. Ob SV oder normal oder S ist jetzt egal. Erstmal Aventador. Also 1. Weiter geht's. So. Aventador Nummer 2. AMG GTS 488 Spider. Ja. Ich will doch gerne wissen, wie viel Geld hier drin ist. Wie viel Geld steht hier drin? Das kann man, glaube ich, gar nicht. Also ich will es nicht wissen. Noch ein Aventador LP57 SV. Dann noch ein normaler Aventador. Haben wir noch einen 991 GT3. Aston Martin. Was ist das? Ein Vantage? Nee, DB9, sorry. Aston Martin ist auch nicht so ganz mein Ding. Dann natürlich ein Huracan Performante. Ein normaler Huracan. Und ganz hinten steht nochmal, das ist glaube ich ein Vantage hier, oder? Und jetzt die Schilderfetour. Gute Frage. Gute Frage. Gut. Ist auch nicht weiter schlimm. Da natürlich, hier, eine Viper ACR. Ganz brutales Teil. Und zu der Viper möchte ich euch was erklären. So, weiter geht's erstmal hier. SLS Black Series. Normale SLS mit Brabus Rädern drauf. Ja. So, und hier ist ganz interessant. Und zwar, wenn ihr euch das mal anschaut, wo man sitzt in diesem Auto. Guckt euch das mal an. Vorne die Haube, ich meine, der V10 muss ja auch irgendwo, muss er ja auch hin. Und man sitzt ganz da hinten, also fast auf der Hinterachse. Lass uns mal weitergehen. Also, Ferrari FF. Nee, doch, ist das ein FF? Ja, das ist glaube ich ein FF. Oder? Nee, wie heißt das Ding nochmal? Nee, ja, genau. Wie heißt der nochmal? GT4 Lusso. So, genau. GT4 Lusso ist aber eigentlich der Nachfolger vom FF, würde ich jetzt mal sagen. Dann natürlich noch ein Huracan mit einem Flügel drauf. Der Flügel sieht wie original aus, das ist aber kein Performante. Das heißt, das ist wahrscheinlich von Lamborghini so ein Aero-Paket. Habt ihr das schon mal gesehen? Dann, ein Aventador S. Oder? Ist das ein Moment, können wir hier sehen im Auspuff? Nee, normaler Aventador. Und die Räder sind auch normaler Aventador, also normaler Aventador. Da hinten noch ein gelber Huracan, ein AMG GT oder GTS, R8, V10 Spider. Range Rover ist auch geil. Ich finde, diese Range Rover sehen von vorne einfach so fett aus. Brutales Teil. Rolls-Royce Drophead,
Ach ja, da nochmal ein SLR. Gut, ich jetzt mal weiß, wie es hier aussieht. Auch wieder ein 722 übrigens, da kann man es sehen. Dann haben wir noch einen normalen SLR. Und dann ein Aventador. Ist zu wenig, also machen wir 3 Aventadors. Ist übrigens auch, ist das ein Pirelli Edition? Also der Rot ist auf jeden Fall ein Pirelli. Und dann nochmal ein 488. So, das ist glaube ich, doch, das ist auch ein Pirelli. Auch ein Pirelli, matt schwarzer Pirelli. Ja, dann nochmal ein matt roter Pirelli Edition. 458 Speziale. 488 Roadster. Normaler Aventador. Dann nochmal ein 488 Roadster. Spider. Dann 458 16M. Ja, das heißt, so quasi ist ein 458 16M ist im Endeffekt die spezielle Version als Cabrio. GT2 RS. Ja, dann in California. Ein Urus. Genau. Dann nochmal ein F12. So, weiter geht's. Rolls-Royce Drophead. Cabrio, normaler. Ja, ein paar Rolls-Royce haben wir ja hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Rolls-Royce. Jetzt McLaren, ihr wisst ja, McLaren war nicht meine Stärke, mittlerweile ist es meine Stärke. 650S, 675S und 570S. Und 570S ist tatsächlich wirklich mein Favorite. Ja, 675 ist auch geil, aber 575S ist ein brutales Teil. Ja, hier nochmal ein Drophead. Ne? Dann Brabus G700, 4x4 hoch 2. Dann Brabus Maybach, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ist ganz brutal. Wir können mal reinschauen. Wir machen das mal einfach. Ich habe mich gerade mal schon gefragt. Ich darf das. Ah ne, falsches Auto. Das war das richtige Auto, sorry. Guckt mal hier rein. Das ist der Maybach hier. So. Das sieht schön aus. Guckt euch das hier an. V12 Biturbo. Das heißt, Basis war G65. Ja. So, und weiter geht's. Dann natürlich jede Menge Bentleys. Boah, Bentley muss man auch haben, ne? So sieht's aus. Dann nochmal ein Brabus, das ist ein Brabus G850, 4x4 hoch 2, schauen wir uns mal an. Das ist ein, guckt euch das an hier. Bentley Bentayga. Carbonhaube, mattschwarz, das Ding ist absolut brutal, ist für Mansory gemacht. Also ein super geiles Teil. Brabus 4x4 genau, da ist er. Weiter geht's. Lamborghini Urus. Das ist die Farbe erinnert mich so ein kleines bisschen an Marrakesch-Braun von BMW. Kennst du das ja auch bestimmt? Ne? Gab es ein M3 in der Farbe oder ein 6 auch. Sehr schön. Dann noch eine alte G-Klasse. So ein bisschen Stretch-Limo-mäßig ist das Ding hier. Ja, Langversion. Was der hier zu suchen hat, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall vor Pickup. F150 natürlich, ja, genau. Range Rover, noch ein alter Range Rover. Dann geht es weiter. Rolls-Royce M5 F90. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, einfach mal hier reinschauen. Wir hauen den Link rein. Die habe ich nämlich schon mal Probe gefahren. 0 auf 100 Rakete. 509 Ferrari. Ein paar Boxster. Ja, Boxster. Ein paar Aston Martin. G-Klasse gibt es hier auch genügend. Ja. So. G63. Brabus G850. Noch ein G63, ein Brabus Rädern. Noch ein G63 und ein Land Rover Defender. Das ist irgendwie, das sagt mir auch noch nichts. Ich habe schon öfters gesehen, das war quasi ein neues Auto mit alter Aufmachung. Genau. So, hier flammneu das Ding, 0 Kilometer. Sieht aber aus, als ob der schon 100 Jahre alt wäre. Oder sagen wir mal zumindest 50 Jahre alt wäre. So, weiter geht's. Das kenne ich auch nicht. BAC. Nicht gesehen. Na gut, KTM Crossbow oder X-Pro, wie manche sagen. Ja, hier steht auch ein paar interessante Sachen. Das ist nicht ganz interessant. Was macht der hier mit dem Audi? Da hinten noch ein 997, oh, hingehen kurz. 997 GT3 RS.
Maybach S650, Benz S600 und 997 GT3 RS. Das war immer schon mein Traumauto. Immer schon. Und wird es auch eigentlich, das ist halt der GT3, wie man ihn halt so kennt, ne? Oder GT3 RS. Ein absolut geiles, bombastisches Teil. So, also, ich glaube, da vorne ist eigentlich da, wo es am interessantesten ist. Und ich glaube, habt ihr mitgezählt, wie viele Lambos hier stehen? Ich glaube, das ist bis jetzt für mich der krasseste Autohändler der Welt. Würde ich sagen. Ich glaube, es ist der krasseste Autohändler der Welt. So, was hier alles rumsteht, ich meine, gleiche Chiron, Veyron, 918, eventuell SV, was hier rumsteht, ist nicht mehr normal. Und ich hoffe, mein kleines Walkaround-Video hat euch gefallen. Wie gesagt, immer wenn ich in Dubai bin ich bei einem Händler, schau mir ihn an und wir blenden die Videos ein zu den Links zu Exotic Cars und einmal zu Room Number 3. Ansonsten, ja, weiter geht's für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.